Hey und willkommen zu General Exception und heute schauen wir uns mal VeraCrypt an, ein Programm zur Verschlüsselung von Festplatten und anderen Datenträgern. Die offizielle Homepage ist veracrypt.fr und wie man sieht, VeraCrypt gibt's für alle gängigen und weniger gängigen Plattformen. Ich würde sagen, dann laden wir es doch einfach mal runter. Ja, wir nehmen hier für den Test mal wieder die portable Version, die ihr übrigens auch sehr schön mit USB-Laufwerken verwenden könnt an beliebigen Rechnern. Dann schauen wir uns das mal an. Also hier das übliche Lizenz, kann man alles lesen, tut eh keiner. Und ja, wie man sieht, die portable Version installiert in einen beliebigen Ordner und nicht in Program Files. Ja, das kann man auch spenden, vielleicht ein anderes Mal. So, wie man es jetzt sieht, das ist jetzt in meinem Downloads-Ordner. VeraCrypt starten und hier UAC abnicken. Tja, was nun? Um VeraCrypt nutzen zu können, müssen wir erst einmal ein Volume erstellen, also ein virtuelles Laufwerk. Wenn wir hier auf Create Volume klicken, haben wir drei verschiedene Optionen. Wir haben den Container, das ist die portabelste und am einfachsten zu verwendende Version. Also das ist das, was wir jetzt auch machen werden. Die zweite Option ist die Vollverschlüsselung einer Nicht-Systempartition. Damit kann man zum Beispiel einen kompletten USB-Stick verschlüsseln. Und man kann auch die komplette Systempartition verschlüsseln. Das verlangt dann, dass man beim Booten ein Passwort eingibt, um überhaupt das Betriebssystem starten zu können. Diese letzte Option ist natürlich für Laptops oder andere Geräte, die leicht gestohlen werden können, eine interessante Option. Geht jetzt aber hier für dieses Video gerade etwas zu weit. Wir schauen uns heute erstmal nur die simple Version mit dem verschlüsselten Dateicontainer an. Man kann eine Standard- oder ein verstecktes Volume machen. Im Allgemeinen sollte ein Standard-Volume reichen. Wie die Beschreibung hier sagt, es kann sein, dass man gezwungen ist, sein Passwort rauszurücken. Ja, wenn ihr ein dermaßen hochinteressantes Ziel seid, dass Leute euch sprichwörtlich die Pistole auf die Brust setzen, um euch zur Herausgabe eurer Passwörter zu zwingen, dann habt ihr wahrscheinlich ohnehin bessere Quellen und braucht dieses Tutorial nicht. Also Standard-Container. So, und wir wollen das in denselben Ordner knallen, in dem wir auch VeraCrypt installiert haben. War das richtig? Naja, wir müssen auch noch einen Dateinamen geben. Also nennen wir es mal Volume. Ja. Verschlüsselungsalgorithmus könnt ihr aussuchen. Ich werde jetzt hier nicht genauer darauf eingehen. Wenn ihr tatsächlich mehr Sicherheit benötigt, als AES euch bietet, ja, dann braucht ihr wahrscheinlich dieses Video nicht. So, jetzt stellen wir mal ein Volume von der Größe von, sagen wir mal, 2 GB. Könnt das beliebig groß machen, solange ihr Platz habt. Jetzt brauchen wir ein Passwort. Also öffnen wir hier mal schnell KeePass, stellen einen neuen Eintrag. Zack, wunderbar. Und jetzt einfach das Passwort anzeigen. Man sieht, das ist kompliziert genug. Alternativ könnt ihr auch Keyfiles verwenden. Eine Keyfile klingt elaboriert, ist aber einfach nur eine beliebige Datei, die ihr auf eurem Rechner unverschlüsselt vorliegen habt. Die könnt ihr anstelle eines Passworts verwenden und ihr könnt auch hier eine Keyfile erstellen lassen. Das ist praktisch, da muss man keine Passwörter eingeben, man muss aber immer auf die Keyfile Acht geben und gerade bei einer portablen Installation, naja, wenn ihr dann die Keyfile im selben Ordner habt wie euer Verzeichnis, das ist dann etwas ungünstig. Das erlaubt natürlich potenziellen Angreifern, die Zugriff auf euer Volume haben, natürlich auch das Volume dann leicht zu entschlüsseln. Von daher ein Passwort ist für die meisten Endanwender die sicherste Methode. Dateisystem. Ihr müsst auf jeden Fall ein Dateisystem auswählen und hier sammelt ihr übrigens gerade zufällige Informationen, basierend auf dem, wie ich jetzt hier meine Maus bewege. Dateisystem ist wichtig, das müsst ihr noch aussuchen. FAT funktioniert mit absolut jedem Gerät, mit jedem Betriebssystem, mit jedem Toaster, jedem 20 Jahre alten MP3-Stick, jedem Fernseher, jedem Kühlschrank. FAT kann von allem gelesen werden, unterstützt allerdings nur Dateien bis maximal 4 GB Größe. Wenn ihr also Videos oder DVD-ISOs oder sonstige große Dateien darauf speichern wollt, wählt was anderes. NTFS ist das Standard-Dateisystem unter Windows, kann auch von sehr vielen Geräten gelesen werden und ist, wenn ihr eine Windows-Maschine verwendet, wahrscheinlich die beste Wahl.
XFAT ist recht gut für Flash-Laufwerke, allerdings ist die Unterstützung unter verschiedenen Betriebssystemen nicht so gut und besonders bei Geräten, die keine PCs sind, also Smart TVs oder sonstigen, die kriegen richtige Probleme, sowas zu lesen. Gleichwohl die Verwendung am Smart TV natürlich nicht euer Hauptaugenmerk ist bei einem verschlüsselten Datenträger. Also XFAT, wenn ihr Windows verwendet und der ganze Kram für einen USB-Stick ist keine schlechte Wahl. REFS ist das neue Windows Server Dateisystem. Lasst lieber die Finger davon. Und None, dann könnt ihr nachträglich formatieren, aber warum umständlich, wenn es auch kompliziert geht? Also wir wählen einfach mal NTFS, ist wahrscheinlich am einfachsten. Clustergröße lassen wir auch auf Default. Was noch relevant ist, ist Dynamic. Man kann die Dateigröße dynamisch machen. Das steht auch hier schön erklärt. Die Kurzfassung davon ist, wenn euer Volume nicht dynamisch ist, dann wird er uns jetzt hier eine 2 GB Datei erstellen und die frisst dann halt 2 GB auf der Platte weg. Ein dynamisches Volume verbraucht tatsächlich nur so viel Platz, wie Daten drin gespeichert sind. Kann also Platz sparen, hat allerdings schlechtere Performance und kann natürlich leichter kaputt gehen, für den Fall nämlich, dass ihr versucht, Daten in das Volume zu schreiben, aber auf dem eigentlichen Datenträger mittlerweile kein Platz mehr da ist, weil der Platz wird halt nicht reserviert. Ich empfehle, keinen dynamischen zu nehmen. Die Nachteile sind eigentlich zu unangenehm. So, wir haben mittlerweile auch genug Zufallsdaten gesammelt, also formatieren. Das dauert jetzt einen Moment, aber ich mache das hier auf eine SSD, von daher geht das relativ schnell. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt nur 2 GB als Dateigröße gewählt habe, weil natürlich je größer es wird, desto länger dauert's. Hätte ich dynamisch gewählt, wäre es sofort fertig gewesen, aber wie gesagt, dynamisch würde ich von abraten. So, und damit sind wir auch schon fast fertig. Yep, erfolgreich erstellt. Wunderbar. Wie ihr seht, jetzt haben wir hier die Datei, 2 GB groß, keine Dateiendung. Ihr könntet ja eine Dateiendung geben, das ist aber letztlich nicht notwendig. Keine Dateiendung hat natürlich den Vorteil, dass Leute nicht wissen, was es ist. Man kann auch versuchen, dem was Unauffälliges zu geben, aber naja, eine 2 GB Datei oder so fällt natürlich immer auf. So, aber jetzt haben wir hier dieses Volume und ja, nützt uns nicht viel, wir müssen es erstmal einbinden. Also starten wir wieder VeraCrypt, suchen uns einen freien Laufwerksbuchstaben aus. Ich wähle jetzt hier mal V wie Vera. Und als Datei suchen wir aus unser vorher erstelltes Volume. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ist es die größte Datei wahrscheinlich in eurem Ordner. Und dann Mount. Passwort, wunderbar. Das kann sich keiner merken, von daher reinkopieren. Wie ihr seht, das ist das, was wir eben erstellt haben. Stattdessen kann man auch hier die Keyfiles verwenden, wenn ihr das wollt. TrueCrypt-Modus ist für Kompatibilität mit der Vorgängersoftware TrueCrypt. Solltet ihr nicht brauchen, weil es ja ein frisch erstelltes Volume. Dann mounten wir jetzt den ganzen Spaß. Und dann sind wir auch schon wieder fertig. Zack, eingemountet. Wenn ich jetzt hier auf meinen Computer gehe, jetzt habe ich hier auf einmal eine neue Festplatte, V, auf der knapp 2 GB frei sind. Und ja, diese Festplatte ist in Wirklichkeit das eben erstellte Volume. Also alles, was ich auf diese Festplatte schiebe, landet in Wirklichkeit in dieser Datei. Jetzt kopieren wir einfach mal eine Datei hin. Ich werde jetzt nicht den VeraCrypt-Ordner reinkopieren, weil das wäre dann noch ein bisschen paradox. Aber wir können mal hier ein paar Dateien rüber kopieren. Und jetzt sind sie hier sicher bei uns verwahrt. Tja, und wenn ihr jetzt fertig seid, könnt ihr das auch einfach wieder aushängen. Wie ihr seht, nicht über den Rechtsklick, denn Windows denkt, das sei eine normale Festplatte. Also Rechtsklick Eject wie bei USB-Laufwerken ist hier nicht. Stattdessen wieder in VeraCrypt rein und dann hier auf Dismount All oder Dismount, wenn ihr das Richtige ausgewählt habt. Dismount All, offensichtlich schmeißt es alle Laufwerke raus, da wir jetzt hier nur eins haben. Das ist uninteressant. Und damit ist es auch hier verschwunden. Unsere Volume-Datei hat sich scheinbar nicht verändert. Und ja, wenn ihr jetzt wollt, könnt ihr die einfach auf einen USB-Stick kopieren und dann überall hin mitnehmen. Die Vollverschlüsselung eines Laufwerks funktioniert letztlich so ähnlich. Anstelle einer Datei wählt ihr dann ein komplettes Laufwerk aus, das dann neu formatiert wird
Vorsicht, dabei gehen natürlich alle Daten verloren und das Laufwerk ist dann entsprechend gesichert. Windows wird sich beschweren, dass es das nicht lesen kann, aber VeraCrypt erlaubt dann, es einzubinden. Hier mit Select Device kann man dann, zeigt euch dann eure sämtlichen Partitionen an und naja, ihr könntet dann, wenn ihr eins hättet, würde dann hier ein USB-Device anzeigen, das man einbinden könnte. Gerade bei USB-Sticks ist es durchaus eine Überlegung wert, die zu verschlüsseln, denn so ein USB-Stick lässt man gerne mal irgendwo liegen und wenn man zum Beispiel geschäftliche Daten oder persönliche Informationen, vielleicht medizinische Informationen, Lebensläufe etc. Gerade auf dem Stick hat, dann ist es nicht schön, wenn die in die Hände anderer Leute fallen. Von daher ja, Verschlüsselung für solche leicht verlierbaren Sachen ist nicht die schlechteste Wahl und wie ihr seht, es ist auch relativ einfach zu machen. Und ja, damit sind wir hier auch wieder fertig. Ich hoffe, ihr fandet das Video erhellend. Falls es euch weitergeholfen hat, überlegt euch ein Like auf dem Video zu hinterlassen und für mehr Videos einfach mal den Kanal abonnieren. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.